Wir alle verfolgen ein und dasselbe Hobby, die Analogfotografie. Dementsprechend kommen wir auch wahrscheinlich alle zu dem gleichen Punkt und wollen irgendwann das Scannen unserer Negative selber in die Hand nehmen. Jetzt stehen wir aber vor einem Riesenproblem, denn ein großer Lab-Scanner wie beispielsweise ein Fuji SP3000 ist einfach erstens riesig und zweitens auch noch schweineteuer. Was wäre also, wenn es jetzt ein super kompaktes Setup gibt, was dazu auch nicht ganz so teuer ist, aber auch ähnliche Ergebnisse erzielt? Stellt euch einfach mal vor, ihr könntet euch an einem schönen Sommertag in den Garten setzen, euren Scanner anschmeißen, auf eine Liege legen und einfach eure Negative durchscannen und währenddessen noch das gute Wetter genießen. Wäre doch mega, oder? Das war auch wirklich schon wieder die dümmste Erklärung aller Zeiten, aber ich sag mal so, theoretisch würde es funktionieren. Von der Sonne, was geht ab? Willkommen zurück auf dem Shutterspeed-Kanal. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für alle, die im Intro vielleicht noch nicht direkt erkannt haben, worum es geht, ich hole euch jetzt erstmal ab. Wir zeigen euch heute nämlich den unserer Meinung nach einfachsten Weg, um 35mm Film zu Hause zu scannen. Wie vielleicht einige wissen, gibt es bekannte Methoden, wie beispielsweise den Flachbettscanner oder auch die DSLR-Scanning-Methode. Hierbei sei gesagt, wenn ich von DSLR rede, rede ich meistens eher von einer spiegellosen Kamera, aber irgendwie hat sich dieser Begriff DSLR-Scanning einfach so krass bei mir eingebrannt und ich glaube auch generell in der Community. Deswegen heißt es für mich einfach DSLR-Scanning-Setup. Also falls ich mit diesem Begriff um mich werfe, wisst ihr, es geht um spiegellose Systemkameras. In meinem Fall hatte ich vorher auch ein anderes DSLR-Setup, nämlich von Veloy. Die kleinen Halter in Kombination mit dem Cinestill-Licht war für mich immer eine super Variante. Allerdings ist Veloy dann auf uns zugekommen und hat uns das neue Produkt zugeschickt. Das ist nämlich das Veloy Easy 35 Scanning Kit, was das Ganze, wie der Name schon sagt, etwas einfacher machen soll. Hier natürlich nochmal riesen Dank an Veloy fürs Zuschicken. Und nur weil das Produkt jetzt von Veloy zugeschickt wurde, heißt das auf jeden Fall nicht, dass wir hier unsere Meinung beeinflussen lassen, sondern wir sagen hier 100% unsere transparente Meinung. Wir haben auch hier keine Vorgaben von Veloy oder irgendwas, sondern alles, was in dem Video gesagt ist, ist auch unsere eigene Meinung und da stehen wir auch hinter. Aber woraus besteht das Set eigentlich und was kann man damit genau machen? Im Endeffekt ist das Ganze eigentlich ein DSLR-Scanning-Setup, wie wir es auch von Veloy und auch anderen Marken kennen, aber kompakt und klein in einer Box, die wir einfach vorne auf unser Makro draufschrauben können und womit wir dann unseren Film super easy einscannen können. Im Endeffekt vorne die Lichtbox, dahinter ein paar Zwischenringe, je nachdem, was ihr für ein Makro nutzt, sind da auch wirklich viele Zwischenringe dabei, also in allen verschiedenen Größen und allen verschiedenen Varianten. Zudem natürlich auch die Filteradapter, denn wir haben hier ein bestimmtes Filtergewinde, worauf wir adaptieren müssen. Und da haben wir auch alle Adapter mit dabei, also eigentlich in jeder erdenklichen Größe. Ihr findet online bei Veloy auch eine Liste zu den einzelnen Objektiven, die es gibt, mit den einzelnen Kameras. Und da könnt ihr dann auch einfach nachschauen, was ihr braucht. Und da gibt es auch Vorschläge, welches Scanning-Setup man nutzen sollte. Also kommt man jetzt von Sony, Nikon oder Canon, welche Linse man da nutzen sollte. Und dazu gibt es dann immer eine Budget-Version und auch eine Pro-Version, sag ich jetzt mal. Was ich super cool finde, denn so kann sich einfach jeder selber entscheiden und kann auch direkt bei Veloy auf der Seite gucken, was dort empfohlen wird. Ja, die Lichtbox, die wir vorne draufschrauben, hat quasi 2 Eingänge und da kommt der Adapter rein. Es gibt 3 verschiedene Adapter, einmal für Half-Frame, für 35mm und einmal für 35mm Full-Frame, sodass wir dann bei dem 35mm Film auch noch die Ränder mit drauf haben. Was ich immer sehr cool finde und auch eine super Möglichkeit. Ja, diese Adapter lassen sich super einfach rausdrücken und dann können wir den anderen Adapter reinsetzen, den wir reinsetzen wollen. Ist super easy gemacht und so können wir sehr schnell das Format wechseln, was wir eben haben wollen. Der Film wird dann da einfach eingeschoben, wir können das Licht anmachen. Das Licht hat quasi eine stufenlose Einstellung, um die Helligkeit zu dimmen und wir haben auf der anderen Seite noch den CT-Wert, der die Lichtfarbe bestimmt, wodurch wir halt dann die Lichttemperatur einstellen können für Farbe, Schwarz-Weiß oder auch Dia. Also wir haben hier eine stufenlose Einstellung, in der Anleitung steht aber auch mit dabei, welche Stufe ihr für welche Filme benutzen müsst, also eigentlich auch idiotensicher. Ich habe das Produkt jetzt echt sehr lange getestet und mir fiel das Scannen immer super leicht. Mein aktuelles Setup ist die Sony A7 III. Daran habe ich ein 50mm Makro von Minolta adaptiert mit einem Zwischenring, der das Ganze zu einem 1:1 Makro macht, wodurch wir dann einen 1:1 Abbildungsmaßstab haben und somit die beste Qualität, die wir kriegen können. Das heißt, ihr braucht nicht die neuesten Makrolinsen, sondern ihr könnt auch einfach mit alten Vintage-Linsen das Ganze adaptieren, habt somit ein günstigeres Setup und wenn ihr schon die Digitalkamera habt, ist das für mich eigentlich die beste Möglichkeit, um zu Hause Kleinbildfilm zu scannen. Wir blenden euch natürlich jetzt hier auch mal ein paar Beispielscans ein. Das Ganze ist alles gescannt auf der Sony A7 III und anschließend dann konvertiert in Negative Lab Pro. Denn das sei dazu gesagt, wenn ihr so ein Setup nutzt, braucht ihr auch immer eine Software, um das Ganze hinterher zu konvertieren.
Natürlich braucht ihr nicht unbedingt ein Plugin wie Negative Lab Pro, sondern ihr könnt das Ganze auch selber von den Farben her umdrehen. Aber um das Ganze leichter zu machen und vielleicht auch ein bisschen schneller, macht es schon Sinn, das Geld zu investieren bei Negative Lab Pro. Und es ist meiner Meinung nach auch eine super App, um das Ganze zu machen. Ja, was sind also die Vorteile von diesem Setup? Wir können super einfach und super kompakt Kleinbildfilme scannen. Wir haben eine gute Lichtbox, die vielleicht jetzt nicht so gut ist wie das CS41-Licht von Cinestill. Allerdings haben wir auch einen super Wert und wir können gut scannen mit einer guten Belichtungszeit und müssen nicht allzu lange belichten, was für mich immer sehr praktisch ist, denn dann müsst ihr das Ganze nicht auf dem Stativ aufbauen, wie bei einem normalen DSLR-Setup, erstmal ausrichten und dann auch immer noch mit dem Selbstauslöser arbeiten, damit das Ganze nicht verwackelt, sondern ihr könnt das Ganze einfach auf den Tisch legen oder wo auch immer und dann einfach einscannen, loslegen, den Film weiterziehen und ihr seid super schnell wirklich mit einem Film durch. Also ich kann von dem Gerät bisher echt nur durchweg positiv berichten. Das einzige Manko, was mir aufgefallen ist, wenn die Filme etwas länger in der Dose liegen und einfach schon lange zusammengerollt sind, dann rollen sie sich ja auch immer wieder zusammen. Und da ist mir aufgefallen, wenn man die Filme dann in das Verleih-System einspult, kann es manchmal zum Haken kommen und dann muss man da irgendwie mit einem kleinen Zahnstocher oder so dazwischen gehen und den Film etwas in Position bringen, damit er dann auf der anderen Seite auch wieder rauskommt. Ist aber jetzt auch kein Riesenthema und ist eher ein User-Error, würde ich sagen, denn man sollte die Filme ja auch nicht unbedingt in der Dose aufbewahren. Ja, ansonsten ist mir tatsächlich nichts aufgefallen. Ich hatte zwischendurch dann auch nochmal mit Veloy Kontakt aufgenommen, damit dieser Fehler aufgefallen ist und ich einfach mal fragen wollte, ob das vielleicht ein bekanntes Problem ist. Die haben gesagt, ja, an sich schon. Es liegt aber halt eher wirklich an den Filmen, die zu lange in der Dose liegen. Und da wurde mir auch nochmal versichert, dass demnächst nochmal eine neue Version kommt. Ich hoffe mal, ich darf das jetzt hier schon leaken. Aber es wird demnächst nochmal eine neue Version geben und da wird das Ganze nochmal ein bisschen verbessert. Und es wird auch nochmal ein verbessertes Lichtsystem geben, was es anscheinend so auf dem Markt noch nie gab. Für wen macht aber so ein Setup überhaupt Sinn? Meiner Meinung nach macht so ein Setup hauptsächlich Sinn für Leute, die schon eine digitale Systemkamera zu Hause haben. Am besten natürlich Vollformat für die beste Auflösung. Und damit kann man dann dieses Setup super easy bauen. Wenn man natürlich jetzt keine Digitalkamera hat, ist das ein riesen Kostenfaktor. Und dann würde ich, glaube ich, doch auch lieber zu einem Scanner greifen, wie beispielsweise dem Plus-Tech Optik-Film. Denn man muss einfach sagen, der größte Kostenfaktor an diesem Setup ist nicht unbedingt die Veloy-Box oder das Makro, sondern einfach die Kamera, die dahinter steckt. Denn digitale Systemkameras sind auch einfach immer noch teuer. Allerdings muss man natürlich auch sagen, wenn man mal das ganze Geld zusammenzählt, was man immer wieder für Lab-Scans ausgibt, kommt da natürlich auch schon einiges zusammen und ich finde, da kann man auch schnell mal drüber nachdenken, sich vielleicht sogar nur für so ein Setup eine Digitalkamera zuzulegen. Ja, abschließend lässt sich auf jeden Fall sagen, für mich ist es der einfachste Weg und der beste Weg, um Kleinbildfilm zu Hause zu scannen. Super easy, super praktisch. Ihr habt es ganz am Anfang gesehen, man könnte sich sogar einfach in den Garten setzen und einfach Kleinbildfilme scannen, was ich völlig absurd finde, denn vorher mit meinem anderen DSLR-Setup musste ich immer erst das Stativ aufbauen, alles ausrichten und habe damit auch schon super viel Zeit verloren und ich muss sagen auch ein bisschen die Lust, denn es war mir immer etwas zu aufwendig einfach. Und mit dem Easy35 muss ich sagen, es ist einfach mega easy und wie der Name schon sagt, easy, alles ist easy. Aber ich würde sagen, das ist einfach mega praktisch und wenn ihr auf sowas Bock habt, wenn ihr vielleicht schon eine Digitalkamera zu Hause habt und überlegt, so langsam mal selber zu scannen, würde ich euch auf jeden Fall mal empfehlen, bei Veloy vorbeizuschauen und ihr könnt euch das Ganze einfach mal anschauen. Preislich finde ich das auch vollkommen im Rahmen und für die Qualität, die da geliefert wurde, ist es echt absolut in Ordnung. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt, denn viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich finde, es ist eine absolut Top-Möglichkeit. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare unten rein, was ihr für ein Scanning-Setup habt oder habt ihr vielleicht in Zukunft vor, euch was zuzulegen? Wenn ja, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Wir können uns da gerne ein bisschen austauschen, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten, lasst uns gerne einen Daumen da, abonniert gerne den Shutterspeed-Kanal und ihr könnt jetzt auch Mitglied werden, da kriegt ihr so kleine coole Banner neben eurem Namen. Liebe Grüße hier natürlich auch an UA Entertainment, das war unser erstes Mitglied, vielen Dank für deinen Support, hat uns auf jeden Fall sehr gefreut und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, viele spannende Sachen geplant und checkt alles in der Beschreibung ab und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, neue Episode Shutterspeed.